Ich bin geblendet. Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Und zwar bin ich doppelt geblendet. Einmal von der Sonne, was ich mega cool finde, weil ja das Jahr bisher viel Regen für uns hatte. Und von diesem neuen Fahrzeug, dem Westfalia Club Joker Urban. Urban, ich weiß nicht genau, was die richtige Bezeichnung ist. Fakt ist aber, dass es für uns ein komplett neues Fahrzeug ist. Und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, was das Auto kann, was es besonders macht und warum es vielleicht für euch genau das richtige Fahrzeug wäre. Wir haben ein nagelneues Basisfahrzeug, komplett neuen Innenausbau und bisher haben wir den noch gar nicht im Video gehabt und deswegen lasst uns mal gemeinsam starten, die Aufregung ein bisschen runterfahren und trotzdem interessiert die Details des Fahrzeugs entdecken. Viel Spaß! Der größte Unterschied fällt direkt auf. Hinter mir verschwindet der Wagen fast. Wir haben mit 5,5 Meter das aktuell kürzeste Fahrzeug, was Westfalia im Programm hat. Der Ford als Basisfahrzeug ist ja der Nachfolger von dem bisherigen Transit Custom und ist ja quasi auch der Nachfolger von dem kommenden VW T7, VW Transporter, wie er in Zukunft auch immer heißen wird. Das, was ihr hier als Außenfarbe seht, ist die Außenfarbe Grey Matter, also quasi ein Uni-Grau. Und bei den allerersten Fahrzeugen habt ihr die freie Wahl zwischen 5 Farben. Da machen wir jetzt hier mal. Die heißen Artisan Red, Magnetic Grey, Grey Matter, ein Silber und ein Blau. Wie auch immer es heißt, es wird hier aufgepoppt sein, rund um mich rum. Das Fahrzeug, glaube ich, ist insgesamt ein interessantes, spannendes Auto. Und es ist so ein bisschen der Grundriss, den wir vom California und Marco Polo, der Marco Polo kommt ja auch von Westfalia, kennen, aber aufgepeppt mit zwei, drei kleinen Dingen, die mit dabei sind. Und zwar haben wir nämlich, anders als bei den anderen Fahrzeugen, endlich eine zweite Schiebetür. Ihr habt also hier quasi die eierlegende Wollmilchsau. So sagt man das jedenfalls, glaube ich, in der Tierwelt. Und zwar ein Auto, was euch perfekt im Alltag begleitet. Für 4 Personen Traum, für 6 Personen mit einer zusätzlichen Sitzbank wahrscheinlich auch möglich. Da lernen wir sicherlich noch das eine oder andere. Für uns ist das Auto ja auch absolutes Neuland. Mit den 2 Schiebetüren, mit dem zurückgenommenen Küchenblock perfekt so zu nutzen. Und im Urlaub eben auch die Möglichkeit, ein tolles Wohnmobil daraus zu machen. Und es sind so viele kleine Details. Wir haben zum Beispiel beim Club Joker City, der ja auch von Westfalia quasi auf VW Bus 5 Meter Klasse gebaut worden ist, immer das Problem gehabt, wohin mit Tisch und Stühlen. Und wir haben endlich, ich habe so lange drauf gewartet, eine Lösung, die es zwar am Markt schon ganz lange gibt, aber wenn ich das richtig sehe, ich habe eben die Klappe aufgehabt, ich hoffe mal, dass sich hier oben Stühle drin verstecken. Wir werden das jetzt gemeinsam entdecken und das sieht schon mal gut aus. Und zwar haben wir hier 2, sind die noch irgendwo fest, da ist noch eine Halterung. 2 Stühle dran, ich hoffe, die haben keine Gewichtsbegrenzung, damit auch Markus sich draufsetzen kann. Aber erstmal macht das doch einen guten Eindruck und ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, das gehört sogar zum Lieferumfang. Ja, passt. Ich habe einen Freund, der hat einen California. Auf den California-Stühlen sitze ich nicht so bequem. Die haben nämlich für mich das Problem, dass die kürzer sind und ich immer gegen die Stange sitze. Also ich würde sagen, den ersten Check schon bestanden. Das ist sicherlich nicht das ausschlaggebende Kriterium für so ein Auto. Aber umso kleiner die Autos sind, umso besser, wie passt das da rein, umso besser müssen natürlich die Detaillösungen sein. Und das, finde ich, ist hier schon mal eine richtig gute Variante. Und wenn ihr sie nicht mehr braucht, macht ihr das einfach wieder zu. Und wir finden bestimmt auch noch raus, ob sich irgendwo im Auto ein Tisch versteckt. Was ich auch ganz clever finde, hier oben sind kleine Lämpchen mit drin. Hier ist ein Verdunklungsrollo für das Fenster hinten, wenn man hier nachher wirklich drin schläft, auch schon mit drin. Das Fenster ist verhältnismäßig klein, das ist mir schon beim anderen Ford aufgefallen, dass der Blickwinkel hinten raus ein bisschen kleiner geworden ist. Aber das macht wahrscheinlich auch nichts, weil wenn ich hier nach vorne den Spiegel sehe, viel mehr kann man nach hinten sowieso nicht sehen. Was ganz spannend wird, und ich muss noch mal gucken, ob wir euch 1, 2 Fotos irgendwo auftreiben können. Ansonsten müsst ihr mir jetzt im ersten Augenblick erstmal nur vertrauen und zuhören. Wir haben 2 verschiedene Varianten, die nachher da sind. Ihr seht hier jetzt die Variante mit 2 Einzelsitzen. Da bauen wir auch gleich mal bestmöglich, ohne Erfahrungswerte, das Bett drin auf, dass ihr dafür eine Idee bekommt. Es wird den Wagen aber auch mit einer klassischen Sitzbank geben. Die hat dann, glaube ich, Achtung, Achtung, gefährliches Halbwissen, sogar 3 eingetragene Sitzplätze. Und dann kann man mit der Schlafbank, wie man es aus den anderen Autos kennt,
ein etwas besseres Bett bauen. Das heißt, wir haben hier, ihr müsst für euch so ein bisschen entscheiden, ob ihr sagt, eigentlich ist unser Schwerpunkt eher zu zweit fahren im Urlaub. Oder, also andersrum gesagt, hier hinten 2 komfortable Einzelsitze zu haben, um einfach im Alltag komfortabler fahren zu können. Vielleicht auch am Urlaubsort etwas besser sitzen zu können und schwerpunktmäßig oben zu schlafen oder mit dieser Matratze zu schlafen oder mit einer Schlafsitzbank, die sicherlich einen etwas schnelleren Bettenbau realisiert. Und für mich, deswegen habe ich unsere Vorführwagen ehrlicherweise auch mit der Sitzbank bestellt, ist ein Sitzkasten in der Bank, der einen zusätzlichen Stauraum generiert, das Hauptaugenmerk, weshalb ich das eine tolle Variante finde. So, wenn wir jetzt schon wir haben hier vorher lange über das Video gesprochen. Ich habe gesagt, bei dem Wagen fangen wir vorne im Cockpit an und zeigen das, weil das ist was ganz Neues. Jetzt bin ich direkt ins Quatschen gekommen und wir stehen schon wieder hinterm Auto. Deswegen wir haben uns das vorgenommen. Wir gehen jetzt nach vorne und gucken uns das an. Du gehst da rum, ich gehe hier rum, wir treffen uns vorne wieder. Noch nicht ins Auto. Nee, noch nicht ins Auto, noch nicht ins Auto, bitte. Ich wollte einfach noch mal so ein bisschen auf die Schnauze hinweisen und sagen, die war natürlich am Anfang im Video, aber wenn man sich die Linienzeichnung anguckt, finde ich, ist das mit den Scheinwerfern, wir haben jetzt serienmäßig das LED-Licht mit dabei, beziehungsweise gibt es 2 Varianten, ich erkläre euch gleich noch drin, wo die Unterschiede in der Ausstattung sind. Wir haben die lackierten Stoßfänger mit dabei, ich finde auch den Kühlergrill relativ geschickt gelöst. Als Motorisierung gibt es 136 und 170 PS. Den 170 PS Wagen mit Automatik und Allrad auch, so dass es wirklich ein Auto ist, was in der PKW-Klasse voll mitspielen kann. Und jetzt gehen wir rein und gucken als allererstes ins Cockpit, damit das nicht wieder ganz ans Ende des Videos rutscht. Und was ganz wichtig übrigens auch ist, wenn ihr mehr fürs neue Modelljahr wissen wollt, wir starten jetzt gerade voll rein in die Händlertagungssaison. Die Neuigkeiten kommen jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren, Video kurz anhalten, hier unten auf den Button zu drücken und zu sagen, ich will dabei sein, wenn wir auch von neben den Westfalia News hier auch die Lastrada und Pössl News in den nächsten Wochen bei Togo auf dem Kanal zeigen. Ihr seid herzlich eingeladen. Seid ihr soweit? Es geht los. Okay, langer Tag. Start, Stopp. Power. Wir haben hier, weil wir einen Handschalter haben, muss das die Basisvariante sein. Das heißt, wir haben hier einen 136 PS Handschalter. Das ist die Grundvariante. Die meisten Autos, die wir bisher verkauft haben und die wir auch für uns bestellt haben, sind in der Premium-Version. Also Westfalia trennt da zwischen der Classic-Version, das ist wohnmobilseitig, also von der Pössl. Langer Tag, habt ihr am Eingang des Videos gemerkt, wird auch nicht besser. In der Variante, die wie hier steht, ist es die Classic-Version. Das ist wohnmobilseitig genau das gleiche, aber vom Basisfahrzeug ein bisschen abgespeckt. Schwerpunktmäßig 6-Gang Schaltgetriebe. In der Premium-Version reden wir dann über 170 PS, 8-Gang Automatikgetriebe mit Alufelge, mit Allradantrieb. So, jetzt muss ich mich aber mal wirklich sammeln. In der Premium-Variante reden wir von 170 PS mit Allradantrieb, mit 8-Gang Automatikgetriebe, mit super viel Ausstattung, 2 Wohnmobilbatterien, großer Navigation, ganz vielen kleinen Dingen mit dabei. Ich sage euch nur mal kurz die wichtigsten Assistenzsysteme. Wir haben so einen Unfallwarner, der Kamera- und Radarbasiert ist. Wir haben einen Totwinkelassistent mit Querbewegungswarner. Wir haben natürlich, ich gehe mal davon aus, eine richtig coole Rückfahrkamera, die mit dabei ist. Und wenn man in die Rückfahrkamera geht, da sind jetzt noch alle möglichen Schutzaufkleber drauf. Natürlich auch Parksensorik vorne und hinten. Wundert euch nicht über die komische Perspektive. Die Heckklappe ist offen, deswegen guckt das Ding gerade so in den Himmel. Aber auch so ist besser. Da können wir richtig Bildqualität sehen. Ja, genau. Normalerweise das wird so überbelichtet. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollten wir das als Testkriterium für Rückfahrkameras mit einführen, bei offener Heckklappe, um zu gucken, weil oft das Bild dann deutlich schlechter ist. Wir haben einen adaptiven Tempomat, Spurhalteassistent und alles, was das Herz begehrt. Über dieses Auto, es gibt am Anfang nur diese quasi Vollausstattung oder etwas weniger Ausstattung mit dem kleineren Motor. Bei der Vollausstattung reden wir fürs Modelljahr 25 von 79.950 € Listenpreis und dann gibt es Westfalia seitens auch im Prinzip kaum noch Optionen. Sollten welche dazukommen, schneiden wir die jetzt nachträglich ins Video rein, weil wir morgen erst die Präsentation fürs Auto haben.
Am Ende des Videos, wir machen euch unten doch, am Ende des Videos, in meinem Kopf bin ich schon, kriege ich hier nur Nein, am Ende des Videos werden wir euch noch mal eine kleine Sequenz einspielen. Wir haben nämlich beim New Kelsey schon ganz ausführlich die Funktionalitäten dieses Radios durchgeklickt und uns angeguckt, aber ich will das jetzt nicht mitten ins Video reinpacken. Das heißt, für denjenigen, der sagt, boah, der Ford interessiert mich wirklich, aber ich will genauer wissen, wie das Cockpit funktioniert, einfach ganz am Ende nach der Verabschiedung kommt noch mal eine kurze Sequenz, wo wir das Radio komplett mit anschauen, weil eigentlich wollen wir euch ja nicht nur den Ford zeigen, sondern auch das Wohnmobil. Deswegen können wir jetzt über den Power-Off, Start-Stopp-Knopf den Motor ausschalten und ich komme mal mit nach hinten und wir gucken uns an, was der Club Joker Urban hinten zu bieten hat. Das Innenleben eines Westfalia Club Joker Urban ist ehrlicherweise schnell erzählt. Wir haben hier eine einfache Kochmöglichkeit mit einem Einflammenkocher, das ist also ein Auto für One-Pot-Gerichte oder einfach einen kleinen Grill mit dabei haben. Wir haben hier ein separates Waschbecken. Gesehen? Gesehen, alles klar. Dann haben wir hier hinten, da filmen wir gleich noch mal rein, ein zusätzliches Staufach. Und was ich auch ganz nett finde, hier mit so einer Push-to-Open-Variante noch eine Art Gewürzbord, Kleinkram-Ecke. An allen Rollos haben wir hier Verdunklung mit dran. Das heißt, alles schön integriert. Wir sind also absolut zeitgemäß unterwegs. Dann haben wir hier einmal, das könnt ihr jetzt hier im Hellen nicht sehen, hier hinten eine indirekte Beleuchtung. USB-C, normale USB-Steckdose. Eine 230 Volt Steckdose, ganz viel Steuerungstechnik, über die wir hier alles machen können und dann große Lichtleisten. Die werden hier quasi vorne, hinten getrennt geschaltet und dann haben wir einmal einen Dimmer. Ich weiß nicht, ob man das im Hellen jetzt erkennen kann. Wir können auf jeden Fall einmal die Helligkeit steuern, wie bei jedem anderen Dimmer und dann ist hier einmal ein Weinglas drauf und einmal was zum Lesen. Das heißt, ihr könnt quasi die Lichtfarbe ändern zwischen einer romantischen, gemütlichen Position und wenn ihr es doch lieber irgendwie beruflich zum Arbeiten nutzen wollt. Der Vorteil, also dann haben wir hier nochmal eine 12 Volt Steckdose, USB-C und USB und nochmal 230 Volt. Und damit ich springe ein bisschen hin und her. Ach, da oben sehe ich gerade nochmal USB-C und USB und auf der gegenüberliegenden Seite tatsächlich sogar nochmal. Das heißt, wir haben in so einem kleinen Auto 4x USB-C, 4x USB normal, 230, 2x 230 Volt und einmal 12 Volt. Das ist echt gut für so ein kleines Auto. Da das Auto ja diesen Anspruch an allgemeinen Alltagsnutzen hat, hat es keine fest eingebaute Kühlbox, sondern eine rausnehmbare Kühlbox, die gehört zum Lieferumfang des Autos mit dazu. Das ist eine hochwertige Dometic-Kühlbox. Aber so könnt ihr eben im Alltag auch sagen, ich lasse die Dometic-Kühlbox zu Hause oder ich nehme sie einfach mal mit nach draußen in mein Ferienhaus oder wo auch immer ihr sie haben wollt. Könnt also den Raum hier quasi doppelt nutzen. Was ich von unserem Columbus lieben gelernt habe, hier vorne ein paar kleine Fächer. Dann haben wir hier ein bisschen Besteckschublade. Das ist natürlich alles ein bisschen weniger Raum, weil da drüber ja direkt der Kocher ist. Und dann haben wir hier unten noch eine zusätzliche Schublade. Oh, die ist tiefer, als ich gedacht hätte, da mit dabei. Bei dem Wagen haben wir jetzt ja die beiden Sitze mit drin. Ich habe den einen schon mal gelöst. Der Vorteil von 2 Einzelsitzen ist natürlich, dass ihr quasi die Einzelsitze verschieben könnt und damit auch hintereinander getrennt sitzen könnt oder auch sagen könnt, ich nehme beide Sitze, stelle die nebeneinander, habe mein Fahrrad hier mit drin. Also es ist vielleicht noch so ein bisschen mehr dieses Multi-Tool. Aber natürlich fehlt so ein bisschen die Hinflets-Variante, wenn ihr im Camping-Modus seid. Ich würde vorschlagen, wir versuchen jetzt mal hier gemeinsam das Bett zu bauen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schwer. Dafür mache ich erstmal die Sitzbank wieder rein. Einmal entriegeln und ich muss mal euch den Rücken kurz zudrehen. Sekunde. Zack. Damit der Sitz da steht. Und dann würde ich nämlich denken, klappen wir beide Sitze um und dann wird einfach das Bett drauf geklappt. Mal gucken, ob ich das richtig sehe. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Einmal klappen wir das hier rum. Einmal klappen wir das hier rum. Und dann können wir das wahrscheinlich einfach rüberziehen. Und jetzt ist ein bisschen
Hier sind die Stützen dran. Einmal, zweimal, zack. Mit wenigen Handgriffen schnell ein Bett gebaut. Das könnte tatsächlich, wenn ihr zum Beispiel einen Hund mit dabei habt, wenn ihr einen Hund mit dabei habt, könnte das für euch zum Beispiel ein echter Vorteil sein, dass bei der Sitzbank natürlich der Sitzkasten vorne ist, es hier vorne enger wird. Aber wenn ihr euren Hund habt, der kann jetzt hier wunderbar vorne noch drunter liegen. Die Maße müssen wir euch jetzt einfach einblenden. Die werden wir morgen noch mal für euch rausfinden, was das Ganze hier ist. Das blenden wir euch auf jeden Fall noch mal mit ein, aber es ist auf jeden Fall ein vollwertiges Bett. Was ich vorhin nicht gesehen habe, hinten im Heck haben wir noch mal 2 zusätzliche Lautsprecher, seitlich noch eine zusätzliche Ablage. Also insgesamt finde ich gerade für diesen Alltagsnutzen ein tolles Auto. So wie das jetzt gebaut ist, gucken wir, finde ich, noch mal hinten in den Stauraum, schauen uns die letzten Fächer hinten bitte an. Was wir nämlich vorhin nicht gemacht haben, ist hier einmal den Schrank zu öffnen, was ein großer Eckschrank ist. Der geht hier auch relativ tief rein und sogar da noch ein bisschen um die Ecke, so dass der Raum, der sich da drunter bildet, auch genutzt wird. Und dann haben wir hier auch noch mal einen großen Stauraum mit dabei. Dann fehlt uns noch da die Klappe. Ach, guck mal, auch clever gelöst. Einfach nur ein kleiner Magnet davor, auch da noch mal ein Raum. Und das Ganze finde ich mit einer sehr schicken, modernen Formsprache. Es fasst sich super gut an. Das sind ganz hochwertige Materialien, die da sind. Und es wirkt wirklich wie aus einer Form. Es ist natürlich anders als bei unseren klassischen Wohnmobilen, wenn ich mal so einen Columbus, Meridian oder sowas in der Richtung nehme. Da ist viel mehr Ausbau drin. Und hier haben wir ja als Möbelstück, wenn ihr so wollt, nur den Küchenblock hier auf der Seite. Wenn du da noch mal kurz mit rüber filmst, da ist auch noch mal ein bisschen Ablage, Gitter und all solche Sachen. Und insgesamt natürlich einfach ein richtig schöner, großer Stauraum hier mit dabei. Dann würde ich sagen, haben wir alles gesehen, was das Wohnmobil angeht. Dann sollte uns am Ende jetzt nur noch mal oben das Bett im Aufstelldach interessieren. Also als erstes haben wir hier vorne schöne Leselampen, wie wir sie aus dem Columbus kennen, mit 3 verschiedenen Lichtstufen auf beiden Seiten mit da dran. Damit wir hier ein bisschen mehr sehen können, lassen wir doch mal direkt die Sonne rein. Dann wissen wir nämlich auch gleich, wie der Faltenbalg gelöst ist und wo wir Fenster, ob wir Fenster oder Fliegengitter haben. Hier nach vorne haben wir auf jeden Fall schon mal Fliegengitter. Hier auch. Hier auch. Ist das gut oder schlecht? Schreibt mal in die Kommentare, interessiert mich. Ist ja schon vom Ansatz ein bisschen anders als bei den anderen Fahrzeugen. Meist haben wir ja eins mit irgendwo einer Folie. Hier haben wir aber natürlich, das muss man jetzt auch ganz klar sagen, wir haben zumindest genau in der Schiebetür ein Fenster unten und in der Schiebetür ein Fenster da unten. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch unten separat belüften. So finde ich es auf jeden Fall gut. Wir haben vorne die beiden Lampen. Bei Regen kann man halt nicht viel Licht von oben reinlassen. Und dann können wir nämlich das Bett hier runterziehen und dann wird das hier vorne für uns zwei richtig kuschelig. Ich weiß, das kommt hier, glaube ich, ganz schön dicht. Ja, sieht groß genug aus. Ich habe keine Ahnung, ich kann Größen nicht schätzen. Das ist bestimmt, ich schätze mal 2 Meter mal 1,19 Meter. Was es real ist, blenden wir euch ein, und zwar einmal die Breite der Matratze und einmal die Breite von Faltenbalg zu Faltenbalg, weil das ja nachher die gefühlte Breite des Bettes ist. Wir haben natürlich eine relativ dünne Matratze, aber wie wir es aus dem Club Joker City kennen, hier mit punktelastischem Froli, diesen Federtellern auf einem Lattenrost. Ich glaube, viel besser kann man im Sommerfahrzeug nicht schlafen. Und das Ganze dann natürlich auch mit einem Handgriff nach oben zu klappen. Und was auffällt zu vielen anderen Fahrzeugen ist, dass der Knick hier zusätzlich mit drin ist. In den meisten geht das einfach gerade hoch. Hier haben wir dadurch noch mehr Bewegungsfreiraum, und dafür, dass wir uns in einem 5 Meter Fahrzeug bewegen, finde ich, ist hier richtig schön viel Raum. Ja, ich habe auf jeden Fall viel über den Club Joker Urban gelernt. Wenn ihr sagt, schickes Auto, Basisfahrzeug finde ich toll, aber ich hätte gerne Toilette und Dusche mit drin, dann kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Oh, hier bin ich voll in der Sonne.
Wenn ihr sagt, ich habe ein super Auto hier, aber ich hätte es gerne ein bisschen großzügiger, ein bisschen mehr Wohnmobil. Ich denke jedes Mal, da stirbt jemand, wenn der Esel quietscht. Entschuldigung, das bringt mich jedes Mal neu aus dem Konzept. Alpaka. Vielleicht ist es auch ein Alpaka. Das Tier tut mir auf jeden Fall leid, es scheint Halsschmerzen zu haben. Jetzt habe ich einen kratzigen Hals. Wenn ihr es ein bisschen größer haben wollt, der New Kelsey, um meinen Satz endlich zu Ende zu bringen, ist ein Auto Einradstand länger. Dafür habt ihr hinten Toilette und Duschmöglichkeiten mit drin. Noch mehr Lebensraum, noch deutlich mehr Stauraum, vielleicht ein bisschen weniger Alltagsnutzen. Also entscheidet selbst, was für euch die richtige Lösung ist. Alles gezeigt und doch noch was vergessen. Am Ende ist natürlich die Frage, welchen Tisch haben wir und wo steht er? Wollten wir ja auch hinten für den Campingstuhl rausfinden. Wir haben hier den Tisch mit dem Tischbein perfekt mit drin. Das ist das genau. Im Prinzip hier einfach rein und dann kann man das Tischbein mit wenigen Handgriffen festschrauben. Und dann kann man den Tisch nehmen und ihn wahlweise hier auf das Tischbein draufpacken oder auch mit 4 Tischbeinen, die dran sind, draußen benutzen. Das heißt, ihr habt in diesem Fahrzeug das komplette Campinggeschirr, Campingmöbel mit drin. Und zack, habt so einen großen Tisch, der natürlich auf beiden Seiten dann wunderbar nutzbar ist. Jetzt ist der Fahrersitz nicht gedreht, aber so kommt man in alle Positionen ran und sowohl mit der Bank als auch mit den Einzelsitzen könnt ihr ja noch ein Stückchen dichter ranrutschen. Also auch das finde ich ist gut gelöst und der Tisch ist echt schön groß. Herzlich willkommen im Cockpit. Ich fühle mich hier vorne ein wenig beobachtet. Wir haben euch nämlich einmal da und einmal da, damit ihr einen guten Eindruck von dem neuen Auto bekommt. Das macht natürlich das ganze Video ein bisschen länger, aber unterm Strich, glaube ich, ist es das wert, damit ihr wisst, was ist. Das ganze Cockpit ist ja jetzt auch quasi eins der neuen Standard-Cockpits, was ihr im Club Joker Urban zum Beispiel genauso seht. Wir haben ein PKW-normales Lenkrad, würde ich sagen. Hier unten ein bisschen abgeflacht, oben ein bisschen abgeflacht. Also eher nicht wirklich rund, sondern so ein bisschen, wie sagt man, ja, eierig. Ich weiß es auch nicht. Kein schönes Wort. Die Temperaturanzeige sagt 35 Grad. Das, was wirklich krass anders ist, ist, dass wir hier den 13 Zoll Monitor in der Mitte haben und auch keinen klassischen Tacho hier mit dabei haben, sondern einen digitalen Tacho. Und dafür nehme ich mir nämlich mal die Kamera, dass ihr da auch reingucken könnt. Ups, zack. Profi-Kamera Kind Markus. Das ist nämlich der Tacho, den ihr hier habt, den man einmal zwischen so einer großen Ebene mit großem Tacho einstellen kann. Dann habt ihr hier an der Seite, wo ist es, Tankanzeige, auf der anderen Seite Temperaturanzeige mit dabei. Und dann kann man, da gehen wir jetzt nicht durch alle Ebenen durch, aber natürlich Radio, da gibt es einen Kompass, da gibt es Bordcomputer mit Durchschnittsverbräuchen und all solchen Sachen. Und das kann man sich alles wunderbar konfigurieren. Um das Lenkrad dann auch abzuschließen, hier haben wir für ein Abstandsregeltempomat und all solche Sachen alles mit dabei. Und hier auf der anderen Seite die ganz normale Regelung, Sender vor, zurück, Telefon annehmen und auflegen. So, haben wir das geklärt. Kann ich die Kamera ja erstmal wieder zur Seite packen. Zack, herzlich willkommen. Mal gucken, ob wir die Perspektive nochmal nehmen. Das, was alles steuert, ist letztendlich die zentrale Einheit hier in der Mitte, die einfach wirklich ein großer Monitor ist, über den auch viele andere Sachen mitgeschaltet werden. Wir haben hier zum Beispiel solche Steuerungen wie Sitzheizung, was total intuitiv ist. Einfach unten drauf drücken und bitte jetzt nicht anmachen, weil wir 35 Grad wie gesagt haben. Und dann kommt einfach der Balken mit hoch. Dann haben wir Klimasteuerung. Einfach auch super schnell von der Steuerung, dass man das kann, also nicht mehr so eine träge Bewegung. Wenn jetzt das Gebläse zum Beispiel an ist, weil es mich stört, einmal drauf drücken, kann ich hier einfach den Schieber auf Off schieben, dann ist das auch wieder aus. Das heißt, unten den Direktzugriff auf die Klimaanlage. Dann haben wir hier oben den, nennen wir ihn mal Home-Button, das ist wahrscheinlich eine richtige Bezeichnung. Schnellzugriff auf die Navigation, die auch natürlich dann den gesamten Monitor mit benutzt. Und dann haben wir hier Radio, Telefon, Grundeinstellungen. Mal gucken, was sich hinter Funktionen verbirgt. Verschiedene Drive Modes. Alles muss ja jetzt neu heißen. Was gibt es hier? Normal, Eco, Sport, rutschig, Ladung und Anhänger.
Für suboptimale Fahrbedingungen wie Schnee- oder eisbedeckte Straßen. In diesem Modus wird das Ansprechverhalten beim Beschleunigen reduziert und die Einstellung für die Fahrzeugstabilität werden für glatte und nasse Untergründe gemacht. Das heißt, ihr kriegt hier sofort eine Information, was ist. Man muss eigentlich nicht mehr in eine Bedienungsanleitung gucken. Wenn man das aber wollen würde, wäre sie hier auch digital drin, aber noch auf Französisch. Nee, Owners Manual. Jetzt macht er auch die Bedienungsanleitung hervorragend mit einer Suche. Also das finde ich schon toll. Das ist echt ein großer Vorteil, was da ist. So, was haben wir hier noch bei dem Home-Button? Mal gucken, was sich hinter Apps versteckt. Ja, da ist Apple CarPlay. Wir haben jetzt kein Handy verbunden. Android Auto, alles serienmäßig mit dabei. Ich glaube, man kann das kurz zusammenfassen. Wir haben hier ein PKW-gleiches Cockpit. Wir haben schöne Ablagen, Getränkehalter, USB-Steckdosen, elektrische Parkbremse. Ich springe hier so ein bisschen hin und her. Frontscheibenheizung, genau, wenn man genau hinguckt hier, sind so Heizdrähte mit drin. Heckscheibenheizung, Klimaanlagensteuerung und Sitzheizung für den Beifahrer. Also alles, was ihr braucht. Für mich eins der Highlights, klein, aber versteckt. Ich beschwere mich ja immer bei den verschiedenen Fords, dass der Hebel von der... So, hätten wir auch hinterher filmen können. Der Hebel hier, in den ganzen letzten Videos war es so, dass wir bei den ganzen Ford-Modellen die Variante haben, dass wir quasi noch denselben Auswahlhebel für die elektrisch verstellbaren Spiegel haben wie vor 20 Jahren. Endlich ist der auch neu mit dazugekommen. Und was auch noch kommt, Außenspiegel sind jetzt elektrisch anklappbar. Viele kleine Sachen, die ihr aus euren PKWs kennt, die aber in der Wohnmobilwelt neu sind. Alles in allem muss ich sagen, der New Kelsey ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Grundriss. Ach so, guck mal, nee, du hast die Kamera da in der Hand. Also ist ein ziemlich cooler Grundriss, aber wir haben natürlich noch vergessen, einmal hier ins Handschuhfach zu gucken. Und wenn ich es richtig sehe, ist hier oben auch noch mal eins. Schon mal mit Ersatzteilen für die Händlertagung, wenn meine wilden Kollegen morgen überall dran reißen. Und hier oben auch noch ein paar schöne Ablagen mit dabei. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Mich würde es freuen, wenn ihr euch für dieses Fahrzeug so begeistern könnt, wie wir das hier tun, weil ich finde wirklich, dass er von außen super gut aussieht und dass er von innen könnte für mich ein nächster Alltags-PKW sein. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und würde mich auf jeden Fall freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Erstmal wünsche ich euch alles Gute, schöne Grüße aus Gotha von der Burg Ohrdruf und bis bald bei uns in Stove. Bis bald. Tschüss.